In diesem Video geht es um Phantomschmerz, darum wie er entsteht und wie das neuartige sensorische Feedback-System Suralis von Saphenus wirkt und welchen positiven Einfluss es auf den Schmerz nehmen kann. Phantomschmerz ist ein eigener Schmerz, den viele Betroffene spüren, denen eine Gliedmaße fehlt. Phantomschmerz wird im abgetrennten Körperteil verspürt, also außerhalb des Körpers. Ein Grund für den Schmerz ist, dass das Gehirn mit dieser neuen Situation eines verloren gegangenen Fußes nicht richtig umgehen kann. Wir wollen uns in diesem Video anschauen, was da eigentlich genau passiert und fangen mit einem speziellen Männchen oder Weibchen, wie Sie wollen, an. Es ist nicht besonders hübsch zugegeben und noch dazu sehr, sehr sensibel. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Zuteilung der Gliedmaßen im Gehirn. Es nennt sich das Rindenmännchen. Rindenmännchen deswegen, weil es der Großhirnrinde entspringt. Es hat überall dort, wo der Mensch sehr, sehr starke, sensible Wahrnehmungen, Gefühle hat, sehr große Proportionen. Wie zum Beispiel die Hände, die Lippen oder auch die Füße. Alle diese Gliedmaßen werden im sogenannten somatosensorischen Kortex, dem Anteil der Großhirnrinde, der zentralen Verarbeitung dieser haptischen Wahrnehmungen und dem Gefühl dient, zugeordnet. Sehen wir uns das im Detail an der Großhirnrinde an, dem Kortex, wo alle diese Sinneswahrnehmungen, aber auch Hören, Lesen und Sprechen stattfinden. Am Kortex werden die verschiedenen Gliedmaßen, wie der Fuß, das Bein, die Hand, aber auch Mund und Nase repräsentiert. Läuft alles normal, wie bei einem gesunden Menschen, werden diese mit Nervenzellen reiche Schicht mit sensorischen Informationen beliefert. Die grünen Linien zeigen Ihnen diese Übertragungen. Kommt es zum Bruch, wenn eine Gliedmaße amputiert wird, zum Beispiel ein Fuß oder Bein, dann entsteht eine Zäsur, so wie im Leben. Auch für unser Rindenmännchen. Das Gehirn versucht weiterhin, Informationen vom Fuß abzuholen, das gelingt aber nicht und die Sensitivität verstärkt sich. Es kommt eben nichts zurück und dadurch entsteht der Schmerz. Nach und nach verabschiedet sich der Fuß auch am somatosensorischen Kortex und wird von anderen benachbarten Gliedmaßen, von anderen Arealen übernommen. Wie schnell und wie stark diese informationsleeren Areale, dieses schwarze Loch von benachbarten Bereichen übernommen wird, das hängt eng mit der Stärke auch des Phantomschmerzes zusammen. Das Gehirn jedenfalls muss sich neu organisieren und das gelingt nicht ganz. Der Phantomschmerz lässt den Betroffenen immer wieder an das verloren gegangene Fußareal in oft sehr, sehr unangenehmer Art und Weise erinnern. Setzen wir nun unserem Rindenmännchen eine Prothese an. Dann ersetzt diese künstliche Gliedmaße den Fuß und motorisch nähert er sich idealerweise dem ursprünglichen Fuß an. Das Gefühl aber bleibt verloren, immer noch gibt es keine sensorischen Signale nach oben. Der Schmerz also bleibt. Hier setzt das sensorische Feedback-System Suralis an, denn es versorgt das Gehirn wieder mit diesen notwendigen sensorischen Informationen. Die mit Sensoren ausgestattete Socke erkennt beim Gehen die Abrollbewegung von der Ferse bis zur Zehe und übermittelt sie an den Stumpf des Betroffenen. Und dort senden vibrotaktile Motoren nicht invasiv Reize aus, die das Gehirn dann als sensorische Informationen des verloren gegangenen Fußes erkennt. Nach und nach also kann sich im Kortex wieder ein Areal etablieren. Mit dem sensorischen Feedback-System wird die Prothese bionisch. Die Prothese passt sich dem Körperbild deutlich besser an und dieses Gefühl spiegelt sich bei Prothesenträgern in einer deutlich besseren Stand- und auch Gangphase wider. Sie werden auch sicherer beim Gehen. Sensorisches Feedback über das System Suralis führt zu einem Embodiment, zu einer Einverleibung der Prothese an den Körper.